Hallo und Servus bei einem neuen Video von mir. Ich bin heute in Nass unterwegs, also nicht Nass, sondern Naas in der Steiermark in der Nähe von Weiz und möchte dir die Burgruine Sturmberg zeigen und dir ein wenig die Geschichte von ihr erzählen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Also, los geht's! Die Wurzeln der Burganlage Sturmberg reichen bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück. Dies markiert den Beginn einer langen und bewegten Geschichte. Gegen Ende des 12. Jahrhunderts spielte Jutta von Feistritz eine entscheidende Rolle. Sie vererbte die damals bereits existierende Burg Alt-Sturmberg an ihren Sohn Leutold von Guttenberg. Durch diese Erbschaft wechselte die Burg erstmals den Besitzer und kam in die Hände eines neuen Adelsgeschlechts. Nach Leutold von Guttenberg gelangte die Anlage in den Besitz seiner Tochter. Durch weitere Vererbungsschritte ging die Burg schließlich in den Besitz des bedeutenden Stift Göß in Leoben über. Dieser Übergang markierte eine Veränderung in der Verwaltung und Nutzung der Burg, die nun unter der Kontrolle einer geistlichen Institution stand. Anschließend wurde die Burg Untersturmberg als Lehen an die Herren von Sturmberg vergeben. Es wird vermutet, dass zeitgleich mit der Burg Untersturmberg auch die benachbarte Burg Obersturmberg, im Volksmund Neusturmberg genannt, entstand. Interessanterweise war Obersturmberg ursprünglich im Besitz des Adelsgeschlechts Rathmannsdorf. Aufgrund enger Verwandtschaftsverhältnisse wechselte jedoch beide Burgen abwechselnd zwischen den Familien Sturmberg und Rathmannsdorf. Die erste urkundliche Erwähnung eines Gepatus von Sturmberg erfolgte um das Jahr 1216. Der markante Bergfried der Burg, dessen heutige Substanz weitgehend erhalten ist, wurde vermutlich im 14. Jahrhundert durch Albrecht von Sturmberg erbaut. Dieser wehrhafte Turm zeigt von der militärischen Bedeutung der Anlage in dieser Zeit. Die jüngeren Teile der Burganlage, darunter möglicherweise die erwähnten Rundtürme und das Gebäude im Innenhof, entstanden im Laufe des 15. Jahrhunderts. Diese Erweiterungen deuten auf eine kontinuierliche Anpassung der Burg an veränderte Bedürfnisse und militärische Entwicklung hin. Nach einer wechselvollen Geschichte gelangte die zu dieser Zeit unbewohnte Burg im Jahr 1610 durch Erbschaft an Magdalena Paradeiser, geborene Rathmannsdorfer, und von ihr an ihren Sohn Friedrich Freiherr von Herbersdorf.
Dessen Witwe Maria verkaufte die Burg an Balthasar Vettauer, der aufgrund seines protestantischen Glaubens die Steiermark während der Reformation verlassen musste. Im Jahr 1644 war die Baufälligkeit von der Burg bereits so weit fortgeschritten, dass nur noch wenige Zimmer bewohnbar waren. Schließlich wurde die Festung im Jahr 1653 an Ott Gottfried Freiherr von Kolonitsch verkauft. Im 17. Jahrhundert war die Burg zeitweise mit der benachbarten Burg Obersturmberg verbunden. Später schlossen die Grafen Khavenhüller, Alt-Sturmberg, ihre Herrschaft Dannhauser an. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts war die Burg weiterhin bewohnt, bevor der endgültige Verfall einsetzte. Seit dem 18. Jahrhundert waren beide Burgen dem Verfall preisgegeben. Wind und Wetter nagten an den Mauern. Anfang 2014 stürzten bedauerlicherweise weitere Teile der Außenmauer ein, was den dringenden Handlungsbedarf zum Schutz dieses historischen Erbes unterstreicht. Die Ruine der Burg Untersturmberg ist ein faszinierendes Denkmal, das uns die Geschichte der Steiermark vom Hochmittelalter bis in die frühe Neuzeit lebendig vor Augen führt. Ihre wechselnden Besitzer und baulichen Veränderungen spiegeln die bewegte Vergangenheit dieser Region wider. Das war das Video über die Burgruine Sturmberg hier in Nass in der Nähe von Weiz in der Steiermark. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du lässt mir einen Daumen hoch da und abonnierst meinen Kanal. Somit verpasst du keine weiteren Videos mehr von mir.
Freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dein Gott Rebel. Also, ciao.